Moin aus dem Miniaturwunderland. Ich war im Urlaub und in der Zeit war Aaron von Hey Aaron hier und hat mit Gerrit ein Video gedreht mit dem Titel Ein Tag als CEO, also als Chef im Miniaturwunderland. Das bin ja auch irgendwie ich. Deswegen bin ich ganz gespannt, was haben die eigentlich geredet, was haben die getan, als ich nicht da war. Und ich lasse euch mal teilhaben. Ich gucke mir das Video mit euch zusammen mal an. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztes Mal war ich Praktikant, heute ist alles ein bisschen anders. Ich bin ein Tag CEO und drehe mit Gerrit. Ich freue mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Gleichfalls. Ja, ich war öfter mit Kabel 1 hier, Ja. mit YouTube auch schon und ich finde, für mich ist es wirklich ein Wunderland. Ey, ihr habt seit 20 Minuten offen, es ist rappelbappel voll. Es ist immer voll. Das ist ein Vor- und Nachteil, ne? Aber ja, du sagst... Das ist ein Vorteil, ich finde das gut. Also es gibt ja Bilder von dir und deinem Bruder, da will ich jetzt nicht gemein sagen, aber da seid ihr jung und knackig. Ja, wirklich. Und die Haare hier noch? Ne? Ja. Naja, das Foto ist ja gerade mal 2 Jahre alt. Also ich erinnere mich noch, wie wir mal früher aussahen, als wir das Ding hier angefangen haben. Da waren wir jung und knackig. Also Gerrit müsste ehrlich gesagt mal ins Sonnenstudio, wenn ich mir das so anschaue. Eigentlich fängt die Geschichte des Miniaturwunderlandes während unserer Schulzeit an. Weil ich war recht gut in der Schule, muss ich zugeben. Ja. Mein Bruder schimpft mich immer den Streber, aber es hat einfach funktioniert. Das war er auch. Und er hat irgendwann so mit 17 in so einer Disco hier in Hamburg Das Posemuckel. und dem DJ bei der Arbeit zugeguckt. Und das hat er immer Alles gewundert, richtig wie der, gemacht. wie der da rumsteht und mixt. Und dann war der DJ krank. Ja. Und mein Bruder hat übernommen mit 17. Geil. Nee, das stimmt nicht. Ich habe da auch immer da vor dem DJ rumgetanzt und ich war 17, das ist richtig, aber das Auto wurde von ihm abgeschleppt. Der stand oben irgendwie immer im Parkverbot auf der Brücke und dann kam plötzlich der Türsteher und hat gesagt, das Auto wird abgeschleppt und dann hatte er keine Ahnung, was er jetzt machen soll. Der DJ hat gesagt, du interessierst dich doch dafür, komm mal her, du musst nur auf diesen Knopf drücken. Und dann habe ich gesagt, ich kenne mich damit aus, kein Problem, geh zu deinem Auto, ich übernehme. Und er ist ungefähr eine Viertelstunde weggeblieben und hat sich total gewundert, dass kreischende Leute in Massen auf der Tanzfläche waren. So war es nämlich. Abi war vorbei, das hat er nicht geschafft. Oh, hast du es geschafft? Ich habe es ziemlich gut geschafft. Und da hat sich so der erste Unterschied zwischen den beiden Zwillingen das erste Mal überhaupt in unserem Leben ergeben, weil vorher waren wir wirklich wie... Das stimmt leider, aber es war ehrlich gesagt ganz gemein. Ich hätte das Abi nämlich eigentlich fast gehabt. Es fehlte nur so eine kleine Kursauflage am Ende, aber die Lehrerin, die hat sich gedacht, wenn er jetzt so ein schlechtes Abi macht, weil er sich gerade mal wieder so durchschummelt, ne? Bruder ein Streber, das stimmt nämlich, und ich schummel mich so durch, der macht noch mal ein Jahr neu und dann wird er richtig gut und dann hat er ein tolles Abi. Ich habe aber aufgehört, ich habe es nicht mehr gemacht. Und dann rief er mich irgendwann aus Zürich an und sagte, ich habe eine Idee. Nachtleben kacke, tagsüber arbeiten besser. Wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt. Und ich dachte, das ist bescheuert, ey, ich nerv mich hier jetzt nicht. Er ging in Zürich in ein kleines Modelleisenbahngeschäft als Protest, dass er mit 3 Mädels den ganzen Tag in 2 Mädels? Zürich shoppen musste. Hat er irgendwann eigentlich nur aus Protest gesagt, ich gehe jetzt da rein, ich habe keine Lust mehr, ne? Da stand er in diesem... Nee, ey, ich weiß nicht, was er da für Geschichten erzählt, aber vielleicht ist er ein bisschen alt geworden. Ich war tatsächlich den ganzen Tag shoppen mit meiner damaligen Freundin und unserer Bekanntin da und hatte tatsächlich auch keine Lust mehr, aber die haben Käsefondue gekauft und da musste ich ja nicht unbedingt mit in das Geschäft, war in so einer kleinen Gasse, drehte mich so um und da war ein kleines Modellbahngeschäft und da habe ich mich an die Kindheit erinnert und bin reingegangen. Der Rest ist Geschichte, die ihr alle kennt. diesem kleinen Laden, hat gesagt, ich will doch aus dem Nachtleben raus. Das ist es. Ich fand das witzig. Ja. Modelleisenbahn spielen, den Rest des Lebens spielen als Geschäftsidee. Ja, geile Idee, aber das funktioniert ja nicht. Das war mein erstes Gefühl. Außerdem So hat bin er ich hier im reagiert. Club ganz gut aufgehoben. Der rief aber abends noch mal an und dann habe ich tatsächlich angefangen nachzudenken. Der stimmt, meint das ist das schlecht. anscheinend ernst. Und er Sehr meinte es ernst. ernst. Er kam dann ein paar Tage später wieder. Und das ist die erste Frage, als er bei uns ins Büro kam. Also wir waren zu dritt, Stefan, Freddy und Gerrit. Er kam rein, Stefan und ich saßen da, guckten ihn an. Mit, was war das jetzt für eine Frage mit, habt ihr nachgedacht, worüber? Ja, und wann legen wir los? Habt ihr nachgedacht? Und wir so, was meinst du? Ach ja, das mit der Modelleisenbahn? Nee, haben wir nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und da war er so sauer. er war sauer. Und dann hat Das war scheiße. Du sitzt da irgendwie im Auto, hast 1000 Ideen, hast die ganze Zeit darüber nachgedacht, gibt nur noch eine Sache im Leben. Wir bauen die schönste, tollste, größte Miniaturlandschaft. Das war schon in meinem Kopf so, dass es nicht nur rein Modelleisenbahn ist und so. Es ging für mich gar nicht mehr darum, wie oder ob wir es bauen, sondern wie, wo, wann wir loslegen, wie viele Leute das bauen. Also, dass wir es machen, das stand gar nicht mehr zur Debatte. Und so bin ich da reingekommen in unser kleines Büro von der Disco, habe mich derbe drauf gefreut, dass meine beiden Bruder und Freund sagen, endlich bist du da, wir legen los, wir haben drüber nachgedacht, mega, das Konzept schlechthin. Und die haben nicht mal gewusst, wovon ich rede. Das war tatsächlich schockierend.
Blöd. Hat er uns aber innerhalb von wenigen Tagen gecatcht. Dann kam der Dämpfer, dass er uns nur gecatcht hat. Das war wirklich so. Erzähl mal einem coolen DJ, der den ganzen Tag nur coole Leute um sich rum hat, irgendwie nur in einer coolen Welt lebt. Meine Chefs bauen jetzt eine Modelleisenbahn und ich soll das toll finden. Das war eine Herausforderung. 2 Millionen Mark braucht ihr dafür? Genau, ihr brauchtet 2 Millionen Mark. Wie viel hättet ihr für den Club gekriegt, wenn ihr also... Ich weiß ehrlich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Ich glaube, es waren... Keine 2 Millionen. Nein. Ich glaube, es waren 100.000 Mark. Ich glaube, das war mehr. Müsste ich selbst nachschauen. Es war allerdings auch nicht gleich am Anfang. Wir haben zeitgleich gebaut. Das heißt, wir haben die Disco weiter betrieben. Gerrit hat sich so ein bisschen mehr um die Disco gekümmert. Das hat dann 1-2 Monate gedauert. Dann ist er immer mehr rübergekommen. Und ich habe mich voll ums Wunderland gekümmert. Und man muss sich vorstellen, ich hatte am 13.07.2000 die Idee. Wir haben Ende Dezember angefangen zu bauen, schon in dem Jahr. Und eröffnet haben wir am 16.08.2001. Und da ging uns auch so ein bisschen das Geld aus. Deswegen war es eigentlich ein Märchen, dass wir genau im August damals, wo wir das Geld wirklich brauchten, wo es zu Ende ging, unsere Disco verkauft haben und dieses Geld noch nutzen konnten. Und ich glaube, es waren 200.000 Mark sogar. Aber es war für eine Disco viel, weil es wirklich nicht untypisch. Es ist nicht typisch, dass man eine Disco verkauft bekommt, sondern man will sie eigentlich loswerden, weil irgendwie das Partyvolk irgendwo anders hingelaufen ist. Ich muss sagen, ich bin Geschäftsmann, sage ich ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte es nicht gemacht. Nee. Aber wahrscheinlich haben alle gesagt. Das ist aber das Geile, heute hier zu sitzen mit 25 Millionen Menschen, die gekommen sind. Und alle haben damals gesagt, das wird nichts. Ist doch mega. Ich packe auch wieder an. Deswegen, Felix, was machen wir heute Schönes? Landschaftsbau. Also es hat sich jetzt nicht viel verändert zum letzten Mal, als ich da war. Ja. Ja. Aber ich glaube, heute verändert sich was. Nochmal, das sind 6 Monate Arbeit. Nee, noch mehr. Wirklich? Ja. Nee. Jeder einzelne... Aber das ist doch ehrlich gesagt das Geile, ne? Er kennt sich ja schon so ein bisschen aus, er war ja schon mal da. Und trotzdem reagiert er so, dass er das nicht glauben kann, dass Felix ihm sagt, das sind mehr als 6 Monate. Das ist ja die normale Geschichte hier bei uns im Wunderland. Die Menschen stehen davor, feiern das, finden das total cool. Aber keiner kann sich vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Das ist unfassbar. So ein Haus kannst du nicht kaufen. Das sind alles selbstgemachte Häuser. Da ist jede Kante geschnitzt. Da haben die sich Fotos aus dem Internet gesucht. Und dann sind da so 1000 kleine Unikate. Und das ist letztendlich zum Großen und Ganzen zusammengefügt der Erfolg des Wunderlandes. Aber trotzdem kann sich keiner vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Dachplatte, die runtergeweht ist, hast du... Ja. Also wenn du immer die Schnelligkeit hast, weiß ich nicht, warum du da so lange gebraucht hast. Passiert manchmal, dass Gerrit oder einer der anderen kommt und sagt, ich weiß, du hast jetzt da 8 Wochen lang gearbeitet, aber ich fühl's nicht. Nee, ich time das meistens so, dass sie nicht da sind. Und dann sehen die den Prozess nicht und dann kommen die wieder und dann denken die sich, boah. Ist aber wirklich so. Ich bin ein ganz ungeduldiger Mensch. Schon eine Atacama-Wüste, die ist jetzt schon seit einem Jahr in Bau. Und es ist ja eigentlich nur eine Wüste. Ich wünsche mir ganz oft, dass es schneller geht. Aber ist doch logisch. Wenn du jetzt dahin gehst als Chef und sagst, schneller, 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 dann wird das nie so aussehen, wie es am Ende aussieht. Und deswegen muss ich mich in Geduld üben, muss ihnen die Zeit geben. Und das ist auch genau richtig so. Und so kann ich mich ja eigentlich auch noch länger freuen, bis es dann endlich fertig ist. Und doch, ich wünsche mir jetzt, dass Atacama und Regenwald mal demnächst mal wirklich fertig wird. Auf ich Wird Bock nämlich habe geil. und was mir Spaß macht. Deswegen bin ich auch immer noch hier, weißt du. Wie lange bist du schon hier? 10 Jahre. Und da sind wir sehr dankbar drüber. Felix ist Hast du mit 18 sensationell. angefangen? Ja. Und Oh, das kriegt er aber gut hin. Also das Hinklatschen kriegt er schon ganz gut hin. Ich merke, ich bin in Kunst einfach ein richtiger Holzkopf. So. Ja, das ist aber genial, weil fast alle Menschen gehen so an die Geschichte ran. Ich weiß noch damals, als wir die ersten Leute gesucht haben, es haben fast alle gesagt, oh, ich kümmere mich eher um die Gleise, ich kümmere mich eher um die Eisenbahn. Aber Landschaftsbau, das ist nicht so mein Ding. Man muss nur die Angst verlieren. Man muss es einfach nur machen. Ich sage immer, ich habe 2 linke Hände. Gerd hat mir trotzdem beigebracht, wie man so einen Berg baut. Und es sah am Ende nach einem Berg aus, weil du einfach deinen Kopf ausschalten musst und sagen musst, ich probiere das einfach mal aus. Macht er gut. oh, ne, machst du so eine Linie da rein. So. So. Mal ein bisschen tiefer reindrücken, mal ein bisschen weniger tief. Ist eine Linie nicht eigentlich gerade? Eine Kurve da rein. Oder eine Schlangenlinie, oder? Jetzt bin ich gespannt. Meine Figur. Hast du den U-Kleber da, dass wir den... Natürlich. Wo bin ich? Ach, da, ich bin einfach nur umgekippt. Ja. Dankeschön. Na, das Und passiert jetzt vielen wieder Figuren hier. Hierhin. Als ihr angefangen habt, wie viele Mitarbeiter wart ihr? Oh, ich weiß noch, in diesem Businessplan Ja. stand 10. Und dann wurden 20, wir ganz schnell 25 oder 30. 40.
Sofort gemerkt, das klappt so nicht. Alleine 30 Mal Lohnkosten, Lohnsteuer, Krankenkassenkosten hier, dann geht mal da was kaputt, jeder braucht einen Laptop, Klamotten, das sind schon Kosten. Und jetzt sind es 430. Laptop beim Gipsen, Laptop beim Gleise legen. Wir haben, glaube ich, nicht einen einzigen Laptop damals gekauft. Und wenn du da die Familien guckst, wo ihr dafür sorgt, dass die einen Lebensunterhalt haben, eine Arbeit, die Spaß macht, gehe ich hier ganz stark von aus. Nicht alles. Nicht alles? Nee. Komm, was ist hier die größte Kackaufgabe? Das finde ich gut, dass er das sagt, weil es ist wirklich so. Naja gut, wir haben auch Haustechniker, Ja. wir haben auch Toiletten. Ne? Also Ja. wenn du Kackaufgabe sagst, da hätte ich eine. Ne? Also wir haben viele Toiletten hier. Ey, man muss mal fairerweise sagen, wenn man hört 430 Leute, dann denken die Leute immer, meine Güte, ey, was bauen die alles? Ne? Das sind auch ganz viele Shop-Leute, das sind Bistro-Leute, das sind Spülküche und das ist ehrlich gesagt für mich einer der allerhärtesten Jobs im Wunderland und ich respektiere und schätze die Arbeit von denen so unglaublich, sich 8 Stunden in eine Spülküche zu stellen. Da können wir nur dankbar sein, dass es Menschen gibt, die da echt zu bereit sind, das echt jeden Tag zu machen und die kannst du eigentlich jeden Tag nur streicheln und sagen, danke, dass du da bist. Geht ruhig durch mit euren Flugzeugen. Wir müssen mitten ins Bild. Ach so, ey, aber das macht sie für mich aus. Aber das ist mein persönlich gesehener Rekord. Zu zweit 6 Flugzeuge. Er lacht dabei, ne? Ich glaube, er hat gerade Schiss bis zum geht nicht mehr, dass die alle kaputt gehen und runterfallen. Aber er kriegt das ganz gut hin, das zu überspielen. Ihr werdet besser. Achso, sind Sie früher mit einem? Ja, ich laufe immer noch mit einem, weil ich... Ja, da sagt er es. Er läuft nämlich immer nur mit einem rum, weil in Wirklichkeit hat er Schiss, dass wenn man mit 2 oder mit 3 rumläuft, dass die Dinger runterfallen oder abbrechen, weil das sind echt Unikate, ne? so viel Angst hatte, dass mir das runterfällt oder irgendwas. 400, wenn man überlegt. Das sind ja locker 1 Million Mitarbeiterkosten im Monat. Da musst du jetzt tatsächlich Wow. meinen Bruder fragen, Der weil ist ich mache gut. eher die Technik. Ja, dafür du bist. 1,2 sind es, glaube ich. Ich glaube, es sind mehr. Ja, aber lass es noch mehr sein. Ja. Also, es ist, wir sind ja gewachsen. Wir sind ja nicht Sind ja nicht alle 430 Leute Vollzeit. Also es gibt da immer so im Businessbereich, was wir immer so ungern sagen, weil wir spielen ja eigentlich den ganzen Tag, gibt es dann so Zahlen wie Vollzeitäquivalent. Also wenn man sie alle ausrechnen würde, die ganzen studentischen Aushilfen, die Minijobler und so, wenn sie alle Vollzeit arbeiten würden, also man schaut sich die Gesamtstundenzahl des Monats an und teilt sie eigentlich durch so eine Vollzeitkraft, dann sind wir ungefähr bei 300. nicht hingegangen, haben gesagt, wir brauchen jetzt 430 Mitarbeiter, wir brauchen 10.000 Quadratmeter Mietfläche mitten in einer Großstadt. Dazu auch noch in einem denkmalgeschützten Ja, UNESCO-Weltkulturerbe. Das haben wir ja nicht gesagt, sondern wir sind hierher gekommen, als das Zollgebiet war. Das Ja. war noch Freihafen Hamburg. Okay. Du musstest da vorne, war noch wirklich eine Grenze, da musstest du deinen Ausweis zeigen. Und die Gäste haben im ersten Jahr noch angerufen, ob sie ihren Kasten Bier im Auto rausnehmen müssen, bevor sie ins Zollgebiet fahren, weil sie das nachher am Ende nicht versteuern müssen, wenn sie wieder rausfahren. Wirklich? War wirklich so. Anfang auch passiert ist. Nächster Glücksfall. Ne? Die Speicherstadt war Dornröschenschlaf. Die Touristen sind nur auf dem Wasserweg in der Barkasse hier durchgefahren, aber nicht zu Fuß durchgegangen. Und kurz danach kam die Hafen City. Und die Freihafengrenze wurde mal eben fast 1 Kilometer nach hinten geschoben. Nächster Glücksfall. Ne? Jetzt ist die Speicherstadt hier. Das war wirklich, das muss man ganz klar, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie das damals war. Wir hatten so verschiedene Zolldurchlasse und die so aus der Richtung Stadt, die waren am Wochenende zu. Du musstest also teilweise bis hinten zu einem Elbbrücken fahren, um dann mit dem Auto hier reinzufahren, wenn du mit kleinen Kindern da warst. Das war irgendwie natürlich doof, aber es war auch schön. Es war eine Ruhe hier und war wirklich, es ist nicht zu vergleichen mit dem, wie es heute ist, mit der Elbphilharmonie, mit der Hafen City dahinter. Ist beides geil, aber damals, das war so diese Aufbruchsstimmung, so dieses Pionierdasein. Wir sind hier die Ersten, wir legen hier los und so. Nachts kein Mensch mehr in der Speicherstadt, nichts. Du bist, wenn du da irgendwie um 0 Uhr rausgegangen bist, ganz alleine gegangen. Es gab keine Illumination der Speicherstadt, es war also dunkel. Es war irgendwie geil. Wie viel Quadratmeter hattet ihr zum Start? Uiuiuiui, 2.500 ungefähr? Nee, 1600. Vervielfacht. 10 oder 11.000 sind das. Ganz ehrlich, Das stimmt. kommt der Vermieter täglich einmal an, drückt euch beide und sagt einfach, mit seinen 2 Porsches wahrscheinlich, und sagt einfach Danke? Der Vermieter kommt eher täglich an und sagt, läuft doch ganz gut bei euch, wir müssen mal über Miete reden. Hattet ihr mal die Chance zu kaufen? Nein. Also unser Vermieter ist die Stadt Hamburg. Ah, okay. Das- Ja, die kommen auf jeden Fall an und sagen, lass mal über Miete reden. Oh, jetzt, das korrigieren wir auch noch mal wieder ganz kurz. Nicht, dass jemand traurig ist. Es ist zwar indirekt die Stadt Hamburg, aber die HHLA, Hamburger Hafen, Lager und Logistik AG,
Die ist sozusagen die beauftragte Instanz, uns hier zu verwalten, den Mietvertrag zu machen und so weiter. Und die machen natürlich auch tolle Arbeit. Die wollen wir hier nicht vergessen. Mindestens 300.000 Übernachtungen für diese Stadt generiert alleine das Miniaturwunderland. Mehr. Einen Schwanz bedenkt man gar nicht. Es ist schon ein geiles Gefühl. Wir lieben ja Hamburg über alles. Ich bin so ein Hamburger Jung. Wir haben ja Ex-Angebote aus der ganzen Welt gehabt und so. Das ist auch so ein Grund. Ich will hier nicht weg. Es ist irgendwie unsere Heimat. Und wenn du dann mitkriegst, dass das, was du gemacht hast, für diese Stadt wertvoll ist und toll ist und so viele Übernachtungen generiert, auch wenn das Thema Tourismus ja auch nicht alle lieben, weil es die Stadt voller macht und so, muss man immer auch drüber reden. Es ist ein tolles Gefühl. Es ist wirklich, wirklich schön. Dann habt ihr irgendwann schon mitgekriegt, ey, das ist ja hier vom Platz her nicht so doll. Nee, haben wir sehr schnell gemerkt. Also wir hatten eigentlich geplant, das ist die ersten 3 Abschnitte, mit denen wir eröffnet haben. Das sind der Harz, das war damals noch Bayern, der Knuffingen, der Harz. Und dass wir immer nach Hamburg bauen, da gegenüber so ein kleiner Amerika-Abschnitt. Amerika kleiner als Hamburg, fanden wir gut. Und dann war... Ist tatsächlich so. Die Generalkonsulin der Vereinigten Staaten hat unseren Amerika-Abschnitt eröffnet, in einem natürlich native-speaking English, erzählt sie den ganzen Journalisten da, wie toll das geworden ist. Plötzlich klopft der Bürgermeister ihr auf die Schulter und sagt, "Have you recognized Hamburg is bigger than the USA?" Das war ein Riesenlachen. Unter den Journalisten war auch in einer Zeitung der Titelslogan hinterher. Haben wir in die Richtung erweitert, dann haben wir in die Richtung erweitert, dann haben wir in die Richtung erweitert, dann haben wir in die Richtung erweitert, in die Richtung, dann haben wir noch ein Stockwerk tiefer. Und irgendwann haben wir angefragt, so, wir brauchen noch mehr Platz. Das war so nach 10 Jahren. Also wir wussten ganz schnell, dass wir das vergrößern wollen. Ja. Weil es einfach auch mehr Spaß macht, neu zu bauen. Ich habe jetzt eine ganz schwierige Frage. Es gibt jemanden mit so Ohren, Piepstimme, die haben auch ganz viele Freizeitparks, ja? Es kommt Mickey Mouse. Warte mal eben. Oh. Braun, hallo. Hallo, hier ist Mickey Mouse. Hallo. Ich will das Miniaturwunderland kaufen. Sagt, ey, ihr beiden, wird ja auch mal Zeit für die Familie, Rente, ich will den ganzen Spaß hier haben. Was glaubst du, wie oft ist das schon passiert? Das ist die gute Frage von dir. Entweder ist es, weißt du, so für total viele so surreal, die sagen, die fragen gar nicht. Ganz ehrlich, da kannst du auch Michael Jordan fragen, ob er irgendwie jetzt für Adidas Werbung macht. Das wird nicht funktionieren. Es hat tatsächlich nachgelassen, weil wir es hier und da auch mal öffentlich gesagt haben, dass man nicht kommen soll. Achso, dann sagst du Gary mal in die Kamera. Ihr braucht nicht zu kommen. Wir sind jetzt gefühlte 25 Jahre, bin ich im Herzen. In meinem Ausweis steht 57. Ich mache das noch mindestens 30 Jahre, dann könnt ihr mal fragen. Wenn unsere Kids nicht wollen, ich glaube, die wollen, aber wenn die nicht wollen, wenn ihr das mitkriegt und ich irgendwann nur noch grau bin und Mistfasel, dann könnt ihr mal fragen. Vorher macht das keinen Sinn. Das hat er jetzt ja nicht mit mir abgesprochen hier, ne? Also er hätte mich ja mal fragen können. Muss er aber nicht, weil er genau weiß, wie ich ticke. Ist genau mein Ding. Ich sehe das absolut genauso. Es nervt, dass da irgendwelche Scheiß kommen oder sonst irgendwas und glauben, mal eben das Portemonnaie aufzumachen und dann, wenn wir Nein sagen, nicht das dann Nein akzeptieren, sondern sagen, ah ja, okay, du möchtest mehr. Legen Sie noch was drauf? Ich sage, nein. Und Sie sagen, ah, okay, möchtest du noch 3 Autos haben? Also das ist wirklich manchmal eine Art und Weise, nein. Nein. Ungefähr 40 bis 50 Anfragen der Direktübernahme nach dem Motto, ich kaufe diesen Laden. Und wir hatten einfach gefühlt über die Jahre mindestens 300-400 Anfragen, ob wir gemeinsam mit dem Bürgermeister, mit irgendeiner Firma, mit einem Investor, ganz viel aus im asiatischen Bereich, ein gemeinsames Miniaturwunderland bauen wollen. Oder ob wir, das waren auch so 200-300 Anfragen, ob wir für jemanden in Auftragsarbeit ein Miniaturwunderland bauen können. Macht ihr auch nicht? Nein. Miniaturwunderland Shanghai? Nee. Kribbelt's da nicht so ein bisschen so? Es hat gekribbelt. Also Dubai hat gekribbelt, Abu Dhabi hat gekribbelt, New York wurde zweimal angefragt, hat sehr gekribbelt. Rio de Janeiro, Tokio und so weiter und so fort. Wenn du diese Städte hörst, warte, ich habe zufällig einen meiner ältesten, das ist ja witzig, einen meiner ältesten Pullis an. Das kribbelt. Es kribbelt heute aber nicht mehr. Das war tatsächlich, ich würde sagen, wir waren vielleicht 5 Jahre alt und damals sind schon Millionensummen uns auf den Tisch gelegt worden, wo ich echt sagen muss, boah, wir waren gerade am Anfang, wir haben unsere Kredite noch nicht mal komplett zurückgezahlt und da kommt da einer und sagt, also wir hatten erst immer gesagt, gar nicht, dann hat er gesagt, ja, wir können ja über die Hälfte sprechen und auch nur 49%, der kam immer wieder. Dann habt ihr noch die Mehrheit, ihr könnt alles bestimmen und so. Und dann wurden die Summen da auf den Tisch gelegt. Wir waren noch echt jung, 5 Jahre am Markt. Wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir schlafen jetzt mal eine Nacht drüber, Gerrit, Stefan und ich. Und am nächsten Morgen haben wir uns getroffen und haben uns ins Büro gesetzt und haben gesagt, wer fängt an? Und haben dann gesagt, auf 3, sagt jeder. Und auf 3, 3-mal Nein.
Und dann haben wir uns einmal in die Augen geschaut und sind wieder an unsere Arbeit gegangen und haben das vergessen. Und es war damals, ich glaube, es waren 30 Millionen Mark für 49% Anteile Wunderland. Also illusorisch hoch, weil diese Person natürlich auch gedacht hat, dass wir das in die ganze Welt expandieren könnten, was wir ja nie wollten. Und ich finde es schon geil, dass wir damals schon, also wo das wirklich gar nicht greifbar war, was das für Summen sind, Nein gesagt haben. Und dann kam als zweite Anfrage gleich so eine Gruppe von wirklich Scheichs, wie man es kennt, in Weiß und so weiter. Und haben gesagt, wir sollen ich weiß nicht mal mehr, ob das Abu Dhabi oder Dubai war, weil das war ziemlich dicht nacheinander. Und was für Zahlen reden wir? Dubai war 100 Millionen. Nee, das verwechselt er. Das war, nee, Dubai, das kam ziemlich schnell, das Einkaufszentrum, da war noch dieses, wie hieß denn das noch? Das war so ein Island oder so war geplant. Und da waren es tatsächlich weniger. Die haben nie so richtig die Summe gesagt, aber sie sagten, koste es, was es wolle. Das, was er jetzt gerade sagt, das war Abu Dhabi. Das kam etwas später. Das zu bauen. Also nach dem Motto, das ist das Budget, was zur Verfügung steht. Ich mach's nicht. Ja, kannst du das bauen? Kriegst du das hin? Warte, wir können mal testen. Warte, ich lass dich was bauen. Nee, ich kann nicht. Auf Temu. Ja, es waren, und das stotter ich ja jetzt dir noch. die Hand geben, dass ihr sowas erreicht habt. Das ist so toll. Das ist verrückt. Und genau das war aber das Wichtigste, wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen und es war unruhig. Und das war aber das wichtigste Gefühl, was du gerade, vielen, vielen Dank, mir bestätigst. Ja, das ist doch viel wichtiger. Ne? Ich muss mal echt sagen, Aaron ist echt süß. Das ist so eine liebe Reaktion, das ist so eine ehrliche, tolle, nette Reaktion. Und alleine schon deswegen freue ich mich immer, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, so einen Scheiß zu machen. Und weil es so unnormal ist vielleicht, aber es ist so richtig. Es ist so, was willst du denn mit dem ganzen Geld? Klar, kannst es spenden, kannst irgendwo was Gutes tun, aber das können wir auch so, machen wir auch so. Das ist so komisch, dass die Welt das merkwürdig findet, dass wir solche Angebote ausschlagen. Das ist doch irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas falsch läuft. Wir können erwachsene Menschen wieder zu kleinen Kindern machen. Spätestens, wenn die Blaulichter angehen, dann stehen die da. Die kleinen Kinder hocken sich irgendwo hin, die Großen stellen sich auf die Fußtritte und ganz neugierig gucken, ob sie dahinter noch irgendwas entdecken können. Ey, das erleben wir hier jeden Tag. Es kommt ständig jemand zu dir und sagt, Mann, das finde ich toll, was du gebaut hast. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Wir werden nie fertig. Wir haben nie das Gefühl, abends nach Hause zu gehen. Geil. Morgen mache ich Pause, Liste ist leer. Na, wieso willst du dann noch eine Zweigstelle bauen? Wieso willst du dann noch eine Auftragsarbeit machen? Also macht Gerrit perfekt. Ich finde das ganz toll. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich ihm zuhöre. Er spricht mir aus der Seele. Ich meine, als Zwilling nicht so schwer. Also ist echt toll. Dann, entweder Hamburg-Abschnitt oder Rio-Abschnitt. So genau habe ich mir das noch gar nicht überlegt, wo sie fährt. Hat er das gesagt? Hamburg-Abschnitt oder Rio-Abschnitt? Ich weiß noch gar nicht, wo sie fährt. Also ich dachte eigentlich immer, dass wir sehr vorbildgetreu sind. Also ich habe schon ein bisschen Vorarbeit gemacht. Da ist jetzt überall hier drin sind so Lichtleiter, die liegen da unter. Ach, die hast du schon rein? Und die sind bei 359 nicht bei? Nein. Da kann das Ding nichts außer vorwärts und rückwärts fahren. Setzen wir jetzt noch hier diesen Decoder ein. Und das so gesehen, das hier ist das Gehirn von der Lokomotive. Hast du schon mal einen Lötkolben in der Hand? Nein. Ja doch, aber schon wieder alles vergessen. Das ist gut. Und jetzt brauchen wir nämlich die Freunde hier. Die müssen wir nämlich verlöten. Und zwar kommen die hier drunter. Pass auf, ich habe das ja heute Morgen schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal gemacht. Hier hätte sich das 6 Mal umgebracht. Sie sieht man eine. So, und da drunter ist jetzt Ey, der ist echt schlagfertig. Ich finde Aaron echt lustig. Aber solange das halbwegs mittig klebt, ist ja gut. Wie viel da würdest du davon an einem Tag schaffen? Vielleicht an einem Tag so 6 Stück von fertig insgesamt. Boah, mehr als eine Stunde für euch? Ja. Den Zug stellen wir dann gleich auf die Schiene und dann leuchtet der. Auch fertig. Und wir hier. Hat er gerade gesagt, mehr als eine Stunde für ein oder nur eine Stunde? Ich glaube, er hat gesagt, mehr als eine Stunde. Vielleicht könnte man, wenn wir irgendwann mal das Gefühl haben, wir müssen schneller werden, dann rufe ich Aaron wieder an, dann kann er als Controller anfangen. Ne, Aaron, falls du das hier siehst, mal sehen, vielleicht brauche ich dich irgendwann. Oh, das war zu viel. Ja, und jetzt verzinnen wir das einmal und dann, du kannst ja auch sonst, genau, muss mal gucken, dass da ein bisschen was dran bleibt. Tief einatmen. Also keine Angst, lieber Arbeitsschutz, da drüber ist eine Abzugshaube. Coda-Schnittstelle und den setzen wir da hin. Wo kommt der denn jetzt noch rein? Was kostet so ein Ding? 30 Euro. So ein kleines Ding, 30 Euro. Ja. So, und jetzt haben wir über den dicken Daumen haben wir 1200 Züge. Mal 30 Jeder hat Euro? davon ein. Und die halten im Schnitt 3 Monate, dann sind die durch. Ach, Dann sind die verschlissen und nee, doch, dann gehen die in Rauch auf, ja. nee.
Jetzt setzen wir da Kollegen rein. Das ist gerade ganz schön. Wir laufen rum, weil wir einen neuen Spot suchen. Und Gerrit fällt auf. Das ist eben, wenn man das Kind großzieht, sieht man jede Macke, oder? Das ist mein allergrößtes Problem. Ich entdecke zwar auch noch neue Details tatsächlich, also Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Es könnte sein, dass hier jetzt Ernie und Bert stehen und du wüsstest es nicht. Ja. Okay. Aber was ich natürlich meistens sehe, ist, was kaputt ist. Jetzt habe ich halt gerade gesehen, das Deckenlicht ist nicht im Nachtzyklus in einigen Bereichen, aber da habe ich gerade gehört, da arbeitet jemand. Aber wenn du sowas siehst, was passiert mit der Halsschlagader? Es ist immer, ich stehe hier, das wissen auch alle, Gerrit steht immer ein bisschen unter Strom. Weil ich möchte es, also dieses bescheuerte Gehen, dass es perfekt sein muss. Ja. Ne? Das haben wir mehrere von uns. Ich habe es ganz extrem deswegen vorgelebt. Ne? Das ist nicht bescheuert, dieses Gehen. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier sitzen darf und dieses Video kommentieren darf, dass wir so weit gekommen sind. Es ist ein anstrengendes Gehen. Das würde ich schon sagen für unsere Umwelt, weil wer so perfektionistisch ist wie wir beide, der muss natürlich auch irgendwie darunter leiden, dass jemand kommt und sagt, also das hast du ganz toll gemacht, aber da geht noch ein bisschen mehr. Und das ist echt anstrengend, aber bescheuert ist das nicht. Das ist eigentlich ein Segen für uns. Es muss perfekt sein. Es muss, hier, die Laterne würde ich sofort, wenn ich jetzt hier Ruhe hätte, hätte ich jetzt sofort angefangen, sie... Und jetzt, sie will nicht gerade stehen, jetzt hätte ich es mir aufgeschrieben. Wirklich? Da muss jemand mal gucken. Aber das Genießen und Bewundern und Respektieren wird immer mehr. Und es ist ja echt. Ja. Es ist ja nicht 3D, Augmented Reality oder irgendwas im Fernsehen. Oder es ist echt. Du kannst es sehen, theoretisch kannst du es anfassen. Macht man nicht, man könnte es auch ablecken, macht man auch nicht, aber es ist da. Es ist da. Und ich glaube, das ist etwas, wir haben lange Zeit gedacht, ob wir auch mehr interaktiv... Wie kommt er da drauf? Haben unsere Knöpfe sind Druckknöpfe, doch super. genau, wir sind interaktiv. Mehr interaktiv brauchen wir Und nicht. Es ist ein Knopf. Und Ja. dann fängt da was an zu leben, irgendwo auf der Anlage. Ne? Ja. Aber müssen wir jetzt hier irgendwie mit Augmented Reality Bitte nicht. arbeiten? Nee, genau. Nee. Es ist analog. Dein Bruder ist ja der Kreative, der Drilling. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ist der Internetmann und du bist der Programmierer in eurer Konstellation, was ja eine traumhafte ist. Du hast das alles programmiert. Irgendwann musstest du aber ja auch Leute, dein Code, so, ihr könnt auch dran bauen. Wie schwer? Also Ich sehe ihn leiden im Gesicht. 9 Jahren alleine gemacht und dann ist irgendwann vor 8 Jahren der Erste dazugekommen, weil ich immer gemerkt habe, ich schaffe das nicht mehr alleine. Kassensystem, Zeiterfassung. Ey, wir haben, glaube ich, 5 Jahre kämpfen müssen, dass er sich endlich bereit erklärt, dass er irgendwo dieses Know-how teilt. Gerrit war immer der Meinung, er kann das perfekt, er kann das für immer, er wird niemals sterben, er wird 100.000 Jahre alt und deswegen brauchen wir keinen anderen. Wir waren so froh, dass er das irgendwann gemacht hat und haben einen so tollen Menschen gefunden. Jetzt müssen wir schon wieder darauf achten, dass Daniel auch irgendwo wieder ein Backup braucht und sich jemand anderes wieder da reinfuchst, aber mit dem Ergebnis, dass Gerrit das damals geschafft hat und wir jemanden gefunden haben, der sich in sein Geniegehirn da reinfuchsen kann, habe ich die Hoffnung, dass auch das wieder klappt. Projektmanagement, Marketing-Tools und so weiter und so fort. Und der hat am Anfang zum Glück zu mir gesagt, weil ich mich nicht sonderlich weitergebildet habe als Programmierer, als Entwickler und relativ klassisch Programmierer, auch in heutigen Zeiten noch, ne, konnte er es so gut verstehen. Unsere IT-Abteilung ist eigentlich 3 Personen. Ihr dürft niemals alle in 4. seinem Flieger sein. Nein, aber die sind solche Enthusiasten. Doug ist vom ersten Tag an dabei, einer der besten Freunde, schon aus der Diskothek mitgenommen. Der lebt genauso wie wir so fürs Wunderland, dass er sagt, ich krieg das hin. Oh, das ist auch so toll. Aber sag mal, Rücken habt ihr beide nicht oder alle 3? Nee, ich sag's mal so maximal. Gerrit! Kein Helm auf, das gibt's ja nicht. Also wenn er das macht, ist das noch okay, aber ich denke, ein Praktikant sollte einen Helm aufhaben. Ich habe mir schon so dermaßen die Birne da unten gestoßen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Altersmäßig angemessen, nee, weniger. Was ist denn eigentlich hier? Ist das der Treffen der ehemaligen Mitarbeiter, die dann über den Boss lästern? So, du Godzilla, ich King Kong oder Ja. was wollen wir spielen? Ich glaube, ich bin eher King Kong vor einer Masse und du Godzilla. Ist dir eigentlich bewusst, dass du mittlerweile... Die Züge fahren nicht. Leitstand für Frederik, die Züge fahren nicht. Wir sind dran. Da einer fährt. Wenn Donald Trump hier rumlaufen würde. Also eigentlich ist es fast immer so, dass wenn irgendwelche Persönlichkeiten hier reinkommen, mit denen rechnet man ja nicht. Ja. Mit mir rechnet man vielleicht. Nicht die Anlage anfassen, bitte. So viele wirklich große Persönlichkeiten, die meisten fanden es lustig, einige nicht mal, dass ich mehr Autogramme geben muss als die. Da war eine sehr witzige Geschichte. Es gab einen deutschen Comedian, der hatte über sein Management angefragt, uns gerne besuchen zu wollen. Das war noch ziemlich am Anfang. Aber nur hinter den Kulissen, weil er hat nicht so große Lust irgendwie auf viele Autogramme oder so.
Und der kam dann über den Fahrstuhl rein, der direkt beim Leitstand endet. Also da kam er raus und Gerrit hat ihn begrüßt, moin. Und der war erstmal schockiert, dass er doch jetzt hier mitten in den Leuten steht und so. Und dann kam ein kleiner Junge an und er sah das schon so aus dem Augenwinkel, der nähert sich. Und dann sagt er plötzlich, darf ich ein Autogramm haben? Aber fragte Gerrit. Und dann musste Gerrit das Autogramm sticken und er stand so daneben und meinte nur, Respekt. Jetzt ist die Frage, wie alt bist du aktuell? Gefühltes Alter oder? Nein. Personalausweis. Also im Personalausweis steht was von 57. Ich fühle mich tatsächlich nicht so. Rennst du mit 87 hier noch rum? Wenn die mich nicht rausgeschmissen haben, also die sind die Mitarbeiter oder meine Kinder, dann gerne. Wäre es für dich ein Traum, wenn irgendwann mal dein Sohn sagt, Mensch, Papa, mach doch mal jetzt 3 Tage frei, ich mach das schon. Am besten so fließend, wie du es gerade angekündigt hast, dass ich... Boah, ist das ein schweres Thema. Also ich merke gerade, mir rattert auch alles. Das ist natürlich, wenn du 57 geworden bist, machst du dir da mal Gedanken. Gerrit hat 3 Kinder, ich habe 5 Kinder. Ich weiß gar nicht, ob ich das meinen Kindern zumuten möchte. Am Ende können die das natürlich selbst entscheiden, aber man darf halt nicht vergessen, wir beide werden immer Braunbrüder genannt, die Zwillinge vom Wunderland oder so. Es ist ganz selten, dass es Frederik und Gerrit sind. Und wir werden dann immer auch so, die Braunbrüder und so. Ich stelle mir das vor, wenn irgendein Kind von Stefan, Gerrit oder von mir dann alleine in diese Fußstapfen klettern soll, das geht nicht. Der wird immer gemessen mit den Braunbrüdern. Und das weiß ich nicht, das ist so eine Last. Das ist anders, als wenn das ein namenloses Unternehmen wäre, wo man gar nicht merkt, dass der Inhaber wechselt, weil der Name auch nichts damit zu tun hat oder so. Aber mit 57 fängst du an, dir da Gedanken darüber zu machen. Aber ich habe nicht vor, die nächsten Jahre hier wegzugehen. Also seine Frage mit den 87 würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich habe das Gefühl, meine Kinder wollen mir nur Gutes tun. Die fangen an zu sagen, Papi, mach mal ein bisschen ruhiger. Du wirkst so gestresst. Komm, ich buch dir mal irgendwas Schönes oder so. Du hast das verdient. So soll das gerne anfangen. Und dann raffe ich erst ein Jahr später, die wollen mich langsam hier. Alter, geh mal raus. Du hast nur noch senile Ideen. So ein goldener Schlüssel von der Stadt Hamburg irgendwann mal für euch 3. Der wäre doch schon schön. Ich weiß gar nicht, was ich gerade überlege, weil in mir schreit alles Ja. Ja. Also klar. Ich überlege mir, ob das jedem so geht, dass man jetzt irgendwie Ehrenbürger der eigenen Stadt werden würde oder sowas. Ob das jedem gut tut oder nur mir? Nee, ich glaube, das tut jedem gut. Bei mir ist es ja auch so. Also Ich finde, das fühlt sich cool an. irgendwann Hertha-Präsident zu werden. Und dass, wenn dann irgendwann mal der Verein die Champions League gewinnt, dass irgendeiner sagt, danach der Mann hinter der Kamera sagt, Mensch, das hat Aaron... Witzig, die gleichen Gedanken hat man natürlich als Junge, wenn man HSV-Fan ist und so. Aber das würde ich nie im Leben tun, weil die Chance, dass Hertha oder der HSV die Champions League gewinnt... mitgemacht, cool. Und ich freue mich, und deswegen ist ja schön, dass ihr auch den YouTube-Kanal habt. In 100 Jahren können Kinder diesen Kanal immer noch gucken und euch kennen und gar nicht und dann erschrocken sein, dass ihr tot seid. Und sagen, schade. Also deswegen, ich glaube, in Erinnerung bleiben, das ist von jedem das Ziel. Aber ich glaube, mit der Kinderwuchte, die ihr da alles drumherum habt, wird es noch sehr viele In 100 Jahren ein YouTube-Kanal. Generationen geben, die an Gutes an euch denken. Weil im Endeffekt, eigentlich ist es für die Ewigkeit gebaut. Diese ganzen Kinderaugen, aber auch diese Väter, die ihre Kinder hier in den Armen haben und das dann sehen, was das für geile Erinnerungen sind. Ja? Und nachher noch ein schönes Pommes-Schnitzel für einen guten Preis. Bester Tag ever. Danke, du machst mich glücklich. Ja, aber so muss es. Man muss es sich auch mal wieder vor Augen führen. Ja, wir haben ja eigentlich nur gespielt. Es war wirklich, wir haben angefangen und von Tag 1 an immer nur das gemacht, was Sinn machte. Was daraus geworden ist, das merkt man ja gar nicht, wenn man nicht mal, wie du jetzt gerade mir in kurz knappen Sätzen erzählt, ist ganz schön groß geworden, ne? Und macht Leute glücklich. Sehr geil. Das ist eine unserer ersten Szenen, die wir gebaut haben. Guck mal, die Sitzfläche an, die ist ja flach, ne? Wir müssen die Beine abschneiden. Ja. Du lachst dabei so, als wenn es dir Spaß Der macht. beste Part an meinem Job ist Peoples, die Füße abschneiden. Hey, wenn mal hier ein Kollege verschwindet, wüsste ich, wo ich suchen. Aaron, lauf weg. So, ich will so einen mit einer Schiebermütze als Fahrer. Oh nee, wir nehmen die Oma als Fahrer. Nee. Omi braucht Beine ab. Jetzt weiß ich, warum du so einen Spaß dran hast. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann setzt du dich hier hin und machst einfach überall Füße ab. Ja, guck mal, so passt das eins an. Perfekt, genau. Dann nimmst du einfach so einen Klecks von diesem Kleber. Am besten einmal auf den Sitz drauf. Ich habe auch schon mal einen Zug gemacht, wo ich alle extra so angemalt habe wie mich. Und das heißt, nur ich sitze irgendwie 50 Mal in diesem Zug. Das wusste ich noch nicht. Witzig. Oder was weiß ich. Also, oder irgendeine Szene mit einbauen. Ich habe schon mal eine Hochzeit irgendwie eingebaut oder.
Im Also Zug? Aber so wird es mal. Ja, ach komm, der liegt so ein bisschen entspannt, der ist voll. Der ist voll entspannt. Ja, man braucht immer nur die richtige Ausrede, dann passt das alles im Wunderland. Huhn oder so rauf? Ja, gib mal. Also, dann ist es aber eine Bahn, die in Berlin fahren müsste. Jetzt setzt du den Zug, den ich bebaut, beklebt, Genau, belichtet, den und er setzt- leuchtet. Sogar Den setzen wir alles. jetzt hier einmal hin. Und jetzt fährt er hinten bis unter den Zuckerhut, da dreht er wieder um und kommt zurück. Und jetzt wird er hier... Sieht aber noch ein bisschen schief aus. Da müsst ihr noch mal Jetzt habe ich ran. eine Frage, die ganze Technik, ja, wenn ich jetzt zum Mediamarkt und Saturn gehen würde und die das alles hätten, ja, wie groß wäre der Kassenbon? Also ich würde jetzt einfach mal 5 Millionen raushauen. Wow. Aber die Materialkosten sind immer das geringste. Entwicklung und Oh, das ist deutlich mehr. Arbeitszeit ist immer... Aber wobei Arbeitszeit gibt's ja nicht, hier gibt's ja nur Spaßstunden. Ach so. Wobei, wenn ich das jetzt sage, Oh, das nehme ich ich für... freue mich schon auf eure Kommentare, Jungs. Ich wollte selbst schon eingreifen gerade. Nur Spaßstunden. Das ist tatsächlich, gerade wenn es so zu Ende eines Bauabschnitts geht, dann liegen auch mal die Nerven blank. Also wir müssen schon noch ehrlich sein. Wenn Menschen zusammentreffen und auch wenn sie noch so viel Spaß miteinander haben, wir sind nicht immer dafür geschaffen, im Rudel zu arbeiten. Und dann gibt's auch Reibereien, dann gibt's Streit, dann gibt es bis zu Schlägeandrohungen. Das haben wir alles hier erlebt. Und müde Augen, und wenn man müde ist, dann ist es auch nicht so schön manchmal und so. Also das ist auch manchmal echt ein harter, anstrengender Job, aber sie kommen alle am nächsten Tag wieder und das gibt mir das Gefühl, doch, am Ende ist es dann doch ziemlich viel Spaß hier bei der Arbeit. Aber es ist echt auch manchmal hart. Jungs und Mädels hier aus dem Wunderland. Nee, das ist auch für meine Mitarbeiter. Ihr habt keine Arbeitszeit mehr, das sind nur noch Spaßstunden, finde ich gut. Die Gerrit hat sich gerade die ganze Zeit mir erklärt, ich bin ein alter Mann, du bist ein bisschen älter. Die ganzen Taxis, die da stehen, die gibt's nicht mehr so auf der Straße. Mir fällt's nicht auf, aber den heutzutage 17-Jährigen, Die sagen alles hier Oldtimer, alles oldschool, alles verstaubt hier, ne? Gerrit, ich bedanke mich vom ganzen Herzen. Dass Ich bin mal gespannt, ob alle Taxifahrer jetzt antworten, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ich muss dir noch mal wirklich sagen, glaube ich, auch für alle Zuschauer Respekt, was ihr 3, jetzt 4 da gerissen habt. Und wenn ihr Fragen ans Miniaturwunderland habt, schreibt sie in die Kommentare. Die kommentieren immer fleißig mit. Geht rüber auf den Kanal. Ich hoffe, du hattest Spaß. Er hatte super viel Spaß. Ja, danke schön. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Das waren jetzt 35 Minuten und also ich finde, die sind im Flug vorbeigegangen. Ich verstehe das, warum das Video 500.000 hat. Ich finde das echt cool. Ich finde, das ist ein sehr geiles Video. Die beiden passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Die haben gefühlt eine schöne Zeit gehabt. Gerrit hat das super gemacht. Aaron, mega sympathisch. Also ich bin echt froh, dass ich es mir in dieser Ruhe einfach mal anschauen konnte. Die habe ich nämlich sonst nicht so. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das ist ja das erste Mal, dass ich so ein Video mal kommentiert habe und so ein Reaction-Video gemacht habe. Und wenn ihr noch andere Videos habt, wo ich mich mal hinsetzen soll und mal was dazu sagen soll, weil ihr das Gefühl habt, das wäre mal dringend nötig oder so, schreibt's gerne in die Kommentare. Mir hat's echt Spaß gemacht. Das war's für heute. Habt noch ein schönes Rest Pfingsten, hoffentlich mit schönem Wetter. Genießt es, macht's gut. Tschüss.